Es wird seit 2013 gesagt, dass die Türkei ein wirtschaftliches Problem habe. Schauen wir, ob das so zutrifft. Im ersten Teil des Videos haben wir gesehen, dass in der Türkei die Inflation mit den Löhnen steigt. Gleichzeitig beobachten wir in der Türkei, wer als Softwareentwickler im Jahr 2000 noch umgerechnet 700 Euro verdiente, bekommt 20 Jahre später 3000 Euro. Die Löhne nähern sich von Jahr zu Jahr den Löhnen der Industrieländer an. Jedes Jahr produzieren die Türken mehr Güter. Dieses Wachstum führt zu mehr Einkommen. Daher steigen auch die Preise. Denn das Brot kann nicht ewig, umgerechnet nur 20 Cent kosten, wenn die Löhne ansteigen. Dann spricht man von Inflation. Es handelt sich aber nicht um eine Geldmengeninflation, wie in den 90er Jahren geschehen, denn die Zentralbank druckt nicht mehr Geldscheine, als dass Güter produziert werden. Die Preise steigen wegen einer größeren Nachfrage. Das führt dazu, dass Türken noch mehr Güter produzieren wollen und deshalb auch wieder in Maschinen oder andere Güter investieren, sofern der Leitzins tief bleibt. So wächst das BIP mit den Löhnen jedes Jahr an. Und die Inflation pendelt sich idealerweise unterhalb der Lohnerhöhung ein. So bleibt die Kaufkraft der Türken jederzeit bestehen. Gegenüber dem Ausland steigt die Kaufkraft sogar an. Wenn nun aber die Preise steigen, dann merkt es auch das Ausland, welche mit fremden Währungen handeln. Das heißt, auch für den Deutschen werden die türkischen Aprikosen jedes Jahr teurer. Deutschland hat aber ein Handelsabkommen mit der Türkei, wo die Preise nicht stark von den Verträgen abweichen dürfen. Deshalb muss die Zentralbank die Lira schwächen. Sonst wird der Export der Ware vielleicht zu teuer, und Deutschland könnte auf andere globale Märkte ausweichen, was die Türkei auf keinen Fall möchte. Sofern die Türken eine Inflation haben und ihre Löhne mehr als die Inflation ansteigen, dann ist alles in Ordnung. Und mit der schwächeren Lira bezahlt dann auch Deutschland noch immer den gleichen Preis für die türkische Ware. Die schwächere Lira wird erst dann zum Problem, wenn türkische Firmen auf deutsche oder westliche Produkte angewiesen sind. Dann wird der Import teurer. Das führt dazu, dass inländische Produkte die ausländischen immer mehr verdrängen, und so auch wieder die Nachfrage erneut steigt. So treibt dieser strategische Kreislauf die türkischen Löhne hoch. Dann passen sich die Preise an die Löhne an, was eine Inflation verursacht. Und mit der Schwächung der Lira werden die Preise für das Ausland und den globalen Handel wieder erschwinglich gemacht. Sofern die Türkei diesen Kreislauf selbst kontrollieren kann, dann wird sie das Ziel, zu den 10 stärksten Volkswirtschaften zu gehören, auch in absehbarer Zeit erreichen.